Thema KI ist natürlich auch nicht an uns vorbeigegangen. Wir hatten sehr starkes Interesse auch von der Geschäftsführung in dem Bereich Effizienzsteigerung mit KI die Potenziale zu entdecken. Wir sind mit dem Thema KI gestartet, indem wir zuerst mit der Rechtsabteilung eine KI-Richtlinie erstellt haben, um da den Rahmen zu setzen. Dann haben wir mit den Fachbereichen gesprochen, welche Use Cases überhaupt relevant sind, und haben dann zusammen mit der Geschäftsführung entschieden, dass wir mit bestimmten Use Cases die ersten Gehversuche machen wollen. Und da waren die KI-Assistenten wie Copilot einer davon. Wir haben uns für die Novacapta als Partner entschieden, weil wir schon verschiedene Initiativen und Projekte zusammen gemacht haben, erfolgreich zusammen gemacht haben. Und da lag es für uns nahe, das auch in diesem Bereich zusammen mit der Novacapta zu arbeiten. Genau, weil wir auch gesehen haben, dass die KI-Expertise vorhanden ist und wir uns da wohlgefühlt haben. Das Pilotprojekt bei Hübner lief gemäß unserer Copilot Journey ab, die wir bei allen Kunden so mittlerweile machen. Das heißt, wir starten mit einer Readiness-Phase, wo wir prüfen, ob die Data Security ausreicht, ob wir mit Advisory noch unterstützen können beim Datenschutz oder dem Betriebsrat zum Beispiel auch oder Geschäftsführung. Und dann gehen wir in ein sogenanntes Envisioning bei uns, wo wir die Use Cases identifizieren, die mit dem Copilot gelöst werden können mit den Nutzern. Wenn wir diese haben, gehen wir wirklich in eine Pilotphase rüber, wo die Nutzer des Piloten wirklich ausprobieren können. Mit Hilfe von kleinen Schulungen werden sie dort herangeführt, wie dann der Copilot funktioniert. Ja, und zum Abschluss haben wir dann noch eine Umfrage gestartet, um die Mehrwerte mal auch von den Nutzern erzählt zu bekommen und versuchen auch den Mehrwert wirklich in Zahlen zu messen. Ein Copilot-Pilotnutzer sollte etwas Zeit mitbringen, wo er auch wirklich ausprobieren kann. Das kann Spaß machen. Die größte Herausforderung ist jedoch, dass die Leute im Arbeitsalltag versinken und dann doch nicht die Zeit haben, sich mit dem Copilot auseinanderzusetzen. Eine Besonderheit ist wirklich, dass die KI und Copilot noch nicht sehr bekannt sind. Das heißt, die Mitarbeiter müssen rangeführt werden. Wir machen das mit verschiedenen Arten von Trainings. Wir starten meist mit einem Prompt-Training, was relativ kurzweilig ist, und machen dann Deep Dives, also wirklich Vertiefungstraining in den Applikationen und in den Use Cases für die Nutzer, damit die auch die Mehrwerte wirklich erkennen. Als Learning haben wir für uns aus dem Projekt mitgenommen, in welchen Anwendungsszenarien der Copilot sinnvoll ist und für welche Benutzergruppen. Und dass ein verpflichtendes Training und Onboarding für neue Benutzer zwingend erforderlich ist. Der M365 Copilot hat starke Mehrwerte bei der persönlichen Produktivität. Da geht es darum, wie ich meine Office-Applikation nutze und dort die Produktivität erhöhen kann. Den größten Mehrwert sahen unsere Pilot-User in der Produktivitätssteigerung durch die Zeitersparnis. Zusammenfassen von großen Datenmengen, Erstellen von Texten. Für mich persönlich war es eher die kreative Erstellung von neuen Inhalten, auch auf Basis von Informationen aus dem Unternehmen. Die Zusammenarbeit mit der Novacapta lief sehr professionell ab, aber auch auf zwischenmenschlicher Ebene hat es wirklich Spaß gemacht, zusammenzuarbeiten. Die Methoden und Ablaufpläne wurden auf unsere Bedürfnisse angepasst. Auf der Reise jetzt nach dem Piloten sehen wir schon aus, dass wir weiter skalieren können mit den M365 Copiloten. Wir schauen uns aber auch schon das Copilot Studio an, weil doch diverse Use Cases, also Anwendungsfälle aufkamen, wo Agenten genutzt werden könnten. Und genau da geht es jetzt im nächsten Jahr auch weiter zu kommen, um den KI-Einsatz innerhalb der Hübner zu vertiefen.